Natalie, jetzt warten Sie doch. Es ist nicht im Geringsten meine Absicht, Ihnen nachzuspionieren, Sie auszuhorchen oder mich in Ihre Ehe einzumischen. Und warum tun Sie es denn ständig? Ich gehe noch in den Block. Hallo, Gregor. Ich dachte schon, ich sehe dich nicht mehr. Tja, wer rechnet schon mit so hohem Besuch in Düsseldorf? Wann bist du angekommen? Heute Morgen. Wieso bist du hier? Hast du Lust auf einen Kaffee? Ich verstehe nicht, warum du plötzlich auf getrennte Zimmer bestehst. Susanne, das ist doch kein Zustand. Wenn ich mich nachts immer hin und her wälze, dann schläfst du doch genauso schlecht. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Wirklich nicht. Und außerdem, vielleicht hat es die Natur ja auch extra eingerichtet, damit wir uns auf die unruhigen Nächte vorbereiten, die uns bald bevorstehen werden. Siehst du, und deswegen sollten wir die ruhigen Nächte noch genießen, solange wir können. Was ist der wahre Grund? Das ist der wahre Grund. Kein Hintergedanke? Nein? Ist irgendwas in diesem Babyladen vorgefallen? Nein. Es geht um Lars. Nein. Es ist mir einfach lieber so. Bitte, wenn du drauf bestehst. Natalie, hier bist du. Ja, wo hast du denn gesteckt? Ich habe dich seit Stunden gesucht. Ich war in der Stadt. Ich habe gleich ein Treffen mit den Spaniern. Wegen des Managements der Hotelkette, ich weiß. Ja, und? Ja, wolltest du nicht die Verträge von den Übersetzern holen und checken? Hast du es aber vergessen? Nein, natürlich nicht. Tja, dürfte ich dann erfahren, wo die sind? Entschuldigung, ich hole sie sofort. Sie sind noch oben. Nein, nein, schon gut. Ich mach das, sonst das wieder 5 Stunden. Natalie, ist dir eigentlich klar, was du jetzt für eine verantwortungsvolle Position in der Holding hast? Wenn dir bei diesen Verträgen nur ein winziger Fehler unterlaufen ist, kann uns das Millionen kosten. Aber du kannst dich auf mich verlassen. Ich habe alle kritischen Punkte mit unserem spanischen Anwalt geklärt. Na schön, das hoffe ich für dich. Sonst bist du ganz schnell wieder draußen aus der Show. Ich brauchte einfach mal eine kleine Pause vom vielen Herumreisen. Und da hast du dir gedacht, schneide ich mal in Düsseldorf vorbei. Sozusagen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Dachtest du, ich würde dich einfach so vergessen? Naja, schlechte Erinnerungen verdrängt man ja ganz gerne. Ich habe auch schöne Erinnerungen an Düsseldorf. Was du nicht sagst. Und wie lange bleibst du? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber du kennst mich ja. Ja, ich kenn dich. Ist echt schön geworden hier. Steckt mein ganzes Geld drin. Mein Herzblut. Merkt man. Kommt mir so vor, als wäre die Renovierung schon vor einer Ewigkeit passiert. Als wäre das Ganze in meinem letzten Leben abgelaufen. Naja, aber es ist schon eine Ewigkeit her, wie gesagt. Und
Seitdem hat sich eine Menge getan. Tja, das No Limits läuft gut. Dir scheint es gut zu gehen. Oh ja, mir geht's sogar sehr gut. Ich bin wieder liiert. Schön. Kenne ich sie? Ja, du bist Sarah schon begegnet. Sarah. Wunderschön, lange, rotblonde Haare. Vor deiner Wohnung. Das war deine Freundin. Und ich sagte, ich war noch nie so glücklich mit einer Frau. Du kannst ruhig sagen, wenn du lieber mit deinen Kollegen Pause machst. Nein, ich freue mich, dass du mich besuchst. Fachgespräche kann ich doch schließlich den ganzen Tag führen. Außerdem für meine schwangere Schwester, die augenscheinlich immer noch Beziehungsprobleme hat, da würde ich mir sogar einen ganzen Tag frei nehmen. Ach, merkt man mir das an? Wir kennen uns ja nur schon ein paar Jährchen. Also schieß los. Susanne und du, ihr versteht euch immer noch nicht wieder, oder? Wir geben uns beide große Mühe, unsere Ehe wieder in den Griff zu kriegen. Also nicht. Es ist alles total verfahren. Erst die Sache zwischen Lars und Susanne und dann mein Ausrutscher mit Friederike. Wollt ihr das denn alles überhaupt noch? Na klar. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles nicht mehr so ist wie früher. Ich liebe Susanne und sie liebt mich auch. Wir sagen es uns auch immer zu, aber... Hast du denn mal mit Susanne gesprochen und ihr gesagt, wie du dich fühlst? Dass du alles so komisch findest? Aber es ist es doch. Wir können gar nicht mehr offen miteinander reden. Es ist alles viel zu verkrampft. Naja, vielleicht ist ja genau das dein Problem. Du willst alles jetzt und sofort. Ach, ich bin zu ungeduldig? Also Vertrauen baut sich nicht von heute auf morgen wieder auf. Weißt du, wie es ist, mit einer Frau zusammenzuleben, bei der du dir nie sicher sein kannst, weil sie vielleicht eine ganz andere Liebe sucht? Du solltest dir nicht ganz so viele Gedanken machen, Carla. Vertrau Susanne doch einfach. Schalt mal für ein paar Tage deinen Kopf aus und du wirst sehen, die ganze Sache regelt sich von selbst. Ich glaube, es war nicht besonders taktvoll, Susanne zu bitten, dass wir in getrennten Betten schlafen. Du hast was? Oh Mann, Carla, kein Wunder, dass bei euch die Stimmung schlecht ist. Sekretariat Degenhardt. Katharina Kübler, was kann ich für Sie tun? Würden Sie mich bitte zu Herrn Degenhardt durchstellen? Gräfin Lahnstein, es tut mir leid. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass das nicht geht. Bitte, Frau Kübler, diesmal akzeptiere ich einfach kein Nein als Antwort. Herr Degenhardt ist außer Haus. Wann kommt er zurück? Kitty, davon brauche ich bitte 5 Kopien. Das war doch gerade, ich habe doch seine Stimme gehört. Gräfin Lahnstein, Sie müssen sich verhört haben. Wie gesagt, er hat einen Termin außer Haus. Dann hätte ich gerne noch einen Kaffee. Frau Kübler, stellen Sie mich sofort zu Ihrem Chef durch. Ich habe Ihnen doch schon zum x-ten Mal gesagt, dass er Sie nicht sprechen möchte. Und warum nicht? Er will mich nicht sehen, er will mich nicht sprechen. Was ist denn los? Gräfin Lahnstein. Ich will nur eine Erklärung, warum er den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Über private Angelegenheiten meines Chefs bin ich nicht informiert. Es muss sich um ein Missverständnis handeln und das würde ich ganz gerne ausräumen. Frau Kübler, hören Sie mir überhaupt noch zu? Ja, natürlich. Aber Sie müssen verstehen, dass ich meine Anweisung habe. Schönen Tag noch. Sie wollte mich mal widersprechen. Die Arme hatte fast einen Nervenzusammenbruch. Perfekt. Ich an Ihrer Stelle will mir es nicht gefallen lassen. Tja, Sie sind aber nicht Nathalie von Lahnstein. Warum machen Sie das überhaupt? Warum demütigen Sie sich ständig? Taktik, meine Liebe. Wenn Sie so weitermachen, sind Sie bald ganz los. Um was wetten wir, dass sie wieder anruft? Um eine Flasche Champagner? Ja, ein Fass Bier von meiner Privatbrauerei wäre mir eigentlich am liebsten. Ich hole Ihnen gleich mal die Nummer. Und wenn Nathalie hier auftaucht, bitten Sie sie in mein Büro. No Limits, Christian, hallo. Hi, Sarah hier. Ist Gregor da? Der hat doch heute frei. Also ist er nicht da. Christian? Ja, doch, er sitzt hier am Tisch und unterhält sich mit... Max. Ja.
ich ihm vielleicht was ausrichten oder soll er zu dir hochkommen? Nein, nein. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Sarah macht wirklich einen netten Eindruck. Oh, Sarah ist ganz und gar unglaublich. Und das hat auch lang gedauert, bis wir endlich zusammengekommen sind. Weil du dir unsicher warst? Weil ich nach einer gewissen Erfahrung nicht mehr an die Liebe geglaubt habe. Ja, aber dann war ziemlich schnell klar, dass wir beide zusammengehören. Sie wollte anfangs nur Freundschaft, aber ich habe sie überzeugen können. Sie ist außergewöhnlich. Sie spielt Klavier. Sie studiert es sogar. Interessant. Ja, und ich bin so glücklich wie noch nie. Das hast du bereits gesagt. Habe ich das? Ja. Scheint was dran zu sein. Naja, vielleicht lernst du Sarah ja auch noch mal besser kennen. Würde mich freuen. So, Chef, ich müsste dann mal... Ah, ja. Mein Bruder ist übrigens auch mittlerweile ganz glücklich in Düsseldorf. Aber auch nur, wenn er jetzt sofort abgelöst wird. Richtig, du wolltest früher Schluss machen. Ja, dann übernehme ich mal, hm? So freundlich ist er sonst nie. Verschwinde, sonst überlege ich es mir anders. Tja, war echt nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Bis irgendwann mal. Ja, bis dann. Hallo. Hallo. Ich habe uns was vom Thai mitgebracht. Danke, ich bringe nur das Bettzeug mit. Warst du so lange im Büro? Ich musste noch mal ins Auktionshaus wegen der Möbel, die heute aus London gekommen sind. Du hast sie aber nicht selber geschleppt, oder? Nein. Ist es wirklich in Ordnung für dich, wenn du im Gästezimmer schläfst? Es war so abgemacht. Ich will, dass du eins weißt. Dass ich in nächster Zeit alleine schlafen will. Das hat nichts mit dir zu tun. Das weiß ich doch. Vielleicht ist es ja sogar besser für uns drei. Gregor, du arbeitest ja. Ja, ausgerechnet heute rennen uns die Leute die Bude ein. Und was mit Christian? Der ist wahrscheinlich in den Armen seiner Coco. Ist ja blöd, oder? Nee. Eigentlich bin ich sogar ganz froh, dass ich ihn ablösen durfte. Ja, länger hätte ich den Smalltalk mit Max nicht ausgehalten. Ja, wie war's denn? Du, das Übliche. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was machst du? Das mache ich. Bla, 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 bla. Mehr nicht? Was hast du denn erwartet? Hm? Glaubst du echt, ich würde dir eine runterhauen? Nein, aber... Und jetzt willst du sicher wissen, was ich ihr erzählt habe. Oder? Ich habe ihr erzählt, dass die wunderbarste Frau, die man sich vorstellen kann, in mein Leben getreten ist. Und dass ich das vor Sehnsucht kaum hinter dem Tresen aushalte, weil jede Stunde ohne sie eine verlorene ist. Es stimmt. Pass mal auf. Ich werde all die Leute hier rauswerfen und dir zeigen, wie ernst ich das meine. Hm? Okay. Dann warte ich um. Gräfin Lahnstein, ich habe Ihnen doch heute Nachmittag schon erklärt. Entschuldigung, aber die Gräfin... Schon gut, Kitty. Ach, und denken Sie doch an die Bestellung. Das Fass. Was gibt es denn, Nathalie? Ich muss mit Ihnen sprechen. Wie sehen Sie überhaupt aus? Sie haben ja ganz rote Augen. Haben Sie wieder getrunken? Nein, natürlich nicht. Schön, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben, aber ich muss Sie enttäuschen, ich habe leider zu tun. Bitte sagen Sie mir, warum Sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Gut. Im Gegensatz zu anderen Menschen halte ich es mit der Ehrlichkeit. Sie tauchen immer nur auf, wenn Sie ein Problem haben. Das ist nicht wahr. Doch. Wenn es anderen Menschen dreckig geht, das interessiert Sie überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Als es Ansgar schlecht ging, habe ich ihm immer geholfen, wo es nur ging. Und als meine Tante nach all den Jahren... Ich rede doch nicht von Ihrer desolaten Verwandtschaft. Ich
ich spreche von mir. Susanne? Kannst du auch nicht schlafen? Kommst du mit? Ich hole nur meine Decke. Ich sollte Christian öfter zu No Limits vertreten. Wenn ich danach so verwöhnt werde. Oder willst du erst noch ein Backen? Pure Zeitverschwendung. Und die Musik? Gefällt dir? Es ist alles perfekt. Am meisten freue ich mich darüber, dass ich die Nacht mit der wunderschönsten, charmantesten, außergewöhnlichsten... Ach, das sagst du doch jetzt nur, weil... Weil es stimmt und weil Frauen immer viel zu viel hinterfragen. Aber dein Gespräch mit Max... Sarah. Mein Gespräch mit Max war so dermaßen uninteressant, dass es sich nicht lohnt, ein weiteres Wort darüber zu verlieren, okay? Aber du würdest mir doch sagen, wenn... Es gibt dazu nichts mehr zu sagen. Aber ich habe mich doch um Sie gekümmert, als es Ihnen wegen Francesca schlecht ging. Ja. Einen Abend lang. Ich bin die ganze Nacht geblieben und habe sogar Streit mit Ansgar in Kauf genommen. Und danach, was kam danach von Ihnen? Nichts, gar nichts. Nicht einmal haben Sie sich bei mir gemeldet und mich gefragt, wie es mir geht, ob es mir besser geht, ob ich nicht doch wieder zur Flasche gegriffen habe. Im Gegenteil. Als ich Sie angerufen habe, da haben Sie das Gespräch sogar weggedrückt. Ich konnte nicht mit Ihnen sprechen. Es war eine äußerst ungünstige Situation. Wenn es einem Freund schlecht geht, dann nimmt man sich die Zeit. Aber offenbar gehöre ich ja nicht dazu. Adrian, Sie wissen ganz genau, wie schwierig unser Verhältnis für mich ist. Keiner darf mitbekommen, dass wir uns regelmäßig sehen. Ja, das Problem sind Sie jetzt los. Ich konnte nicht frei sprechen, weil jemand aus meiner Familie in der Nähe war. Das sind doch alles nur Ausreden. Wenn ich Ihnen wirklich wichtig wäre, dann hätten Sie später zurückgerufen. Ich dachte immer, wenn man das gleiche Problem hat, dann hält man zusammen. Ich halte zu Ihnen. Und jetzt sagen Sie mir bitte, was los ist. Konstantin ist nach Königsbrunn zurückgezogen. Und sagen Sie mir nicht, Sie hätten nichts davon gewusst. Warum haben Sie mir das verschwiegen? War Ihnen nicht klar, wie brutal das für mich ist? Doch, natürlich. Ja, warum haben Sie es dann verschwiegen? Aus Feigheit? Nein, ich... Ach, hören Sie doch auf, sich zu rechtfertigen. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich nicht auf Sie zählen kann. Doch, das können Sie. Nein, Nathalie, nein. Am besten, man verlässt sich nur auf sich selbst, sonst ist man verloren. So bitter diese Erkenntnis auch ist, aber Sie sind auch nicht besser als all die Menschen, die mich in der Vergangenheit ausgenutzt und hintergangen haben. Adrian, bitte. Sie sind mir nicht egal und ich würde alles dafür tun, um Ihnen das zu beweisen. Verrat mir mal, wie ich eine Frau wie dich verdient habe. Mich würde trotzdem interessieren... Was würde dich interessieren? Dein Gespräch mit Max. Wie war's denn? War's nett? Du kannst sonst nicht einschlafen, oder? Naja, deine Fast-Ehefrau. Genau. Fast. Aber sie hat mich ja vor dem Traualtar stehen gelassen, also
Ja, und jetzt ist sie zurückgekommen und du tust so, als würde das überhaupt nichts ausmachen. Sarah, wir beide sind zusammen. Max ist für mich abgehakt. Ich kann dir doch kein Einreiseverbot für Düsseldorf erteilen. Nein. Trotzdem. Sie ist zurückgekommen, weil sie ein paar alte Freunde besuchen wollte. Jana, Nico, Ja, und Coco. dich. Ja, mich wahrscheinlich auch, aber glaub mir, ich hätte gut und gerne auf ihren Besuch verzichten können. Wirklich. Ja. Du musst keine Rücksicht auf mich nehmen. Tue ich doch gar nicht. Wenn dir das doch nicht so leicht fällt, sie jetzt wieder zu sehen, dann sagst du mir das bitte. Diese Nachricht war für mich so... Ich kann gar nicht beschreiben, wie schrecklich das für mich war. Mein Sohn zieht zu meinem Todfeind, der ihn jahrelang belogen und abgeschoben hat. Das kann ich verstehen. Nein, das können Sie nicht. Nach so vielen Jahren hatte ich endlich Kontakt zu Konstantin. Hatte Kontakt zu meinem Sohn. Und ich war so stolz auf ihn. Und dann? Was mache ich dann? Dann mache ich wieder alles kaputt. Die ganze Beziehung, das ganze freundschaftliche Verhältnis. Und warum? Weil ich nur Rache im Sinn habe, weil ich es Johannes heimzahlen will. Für das, was er mir angetan, was er mir weggenommen hat. Und darüber verliere ich meinen eigenen Sohn. Eigentlich bin ich selbst daran schuld, dass niemand etwas mit mir zu tun haben will. Dass ich vollkommen alleine bin. Was nutzen mir meine ganzen Millionen? Emotional bin ich ein Krüppel. Adrian, Sie sind ein bewundernswerter, starker Mann, der gerade eine Krise durchmacht. Aber das geht vorbei, wirklich. Eines Tages wird Konstantin auch erkennen, wie wichtig Sie für ihn sind. Ich bin so froh, dass Sie für mich da sind, dass Sie mich nicht im Stich lassen, obwohl ich Sie niemals wiedersehen wollte. Mir liegt eben sehr viel an unserer Freundschaft. Danke.